Beim Trompete spielen ist es ein ständig nach vorne und zurückgehen. Man geht einen Schritt nach vorne, zwei zurück und es entstehen neue Probleme. Doch diese sollten uns nicht frustrieren, sondern wir sollten dranbleiben und weiter das Trompete spielen trainieren. Doch wie stellt man sich diesen Blockaden? Wenn wir zum Beispiel das Höhentraining nehmen, ist es ja ganz oft so, dass ab einem gewissen Ton man anfängt, zum Beispiel das Mundstück gegen die Lippen zu drücken oder der Hals geht eng. Und wenn man sich diesem Problem stellen möchte, muss man sich im Vorfeld überlegen, wie gehe ich das Problem an. Natürlich immer in Absprache mit deinem Lehrer bzw. in Zusammenarbeit mit deinem Trompetenexperten. Und da kannst du ganz genau analysieren, Übungen finden, mit denen du dieses Problem angehen kannst. Meine Idee zu diesem Arbeiten gegen die Blockaden bzw. mit Blockaden und letztendlich dann auch die Problemlösung. Genau dieser ist für mich im Bereich Höhentraining zum Beispiel dieses Angehen des Ton X und wieder zurück. Das heißt, wenn du zum Beispiel, und das ist ja ganz häufig so ein Grenzton, das F2 oder das G2, bei manchen ist auch dann das A2 ein problematischer Ton, oder wie komme ich zum C3, das sind meistens so die Grenzen, an die man eben übt und eventuell scheitert. Oder eben nach einer gewissen Zeit diesen meistern kann und man geht weiter zum nächsten Schritt. Und so baut sich auch in Trompetenschulen eben diese Idee auf, man bleibt in einem gewissen Tonraum und erweitert diesen nach einem gewissen Zeitraum, damit sich eben die Muskulatur in diesem Bereich stärken kann, und dann geht man erst den nächsten Schritt. Hat man zum Beispiel jetzt länger Pause gemacht, baut sich natürlich auch die Muskulatur und die Kondition ab. Das heißt, man muss eigentlich wieder ein, zwei Schritte zurückgehen, kontinuierlich seinen Probeplan durchziehen, um eben dann nach ein paar Wochen wieder aufbauen zu können. Also nicht vom Status quo vor der Pause ausgehen und jetzt setze ich nochmal einen drauf. Das wird niemals funktionieren, es baut sich wieder ab. So, wir gehen zur Übung, und zwar, die habe ich euch schon ein paar Mal vorgestellt, wenn es jetzt zum Beispiel um den Grenzton G2 geht. Starte ich in einer bequemen Lage, das wäre jetzt in diesem Fall das C2, und ich spiele nach oben. Immer langsam und mit Verstand, vor allem man muss fühlen können, was passiert im Körper. Wir nehmen mal folgendes Beispiel. Unser Hals geht eng ab dem Ton G2. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich nach oben zum G2? Ausgangston C2. Ich kann mir nicht zu viel Zeit lassen, weil ich brauche ja Luft, um eben bei dem Ton oben anzukommen. Das heißt, chromatisch und das Ganze in halben wäre zu langsam und würde viel zu lange dauern, um eben auf das G2 zu kommen. Da geht mir die Luft schon aus auf der Strecke zu diesem einen Ton. Das heißt, ich nehme mir zum Beispiel die C-Dur-Tonleiter. Natürlich nur die ersten 5 Töne, das ist wichtig. Wir brauchen nicht drüber hinaus spielen, das macht ja keinen Sinn, wenn das Problem beim G2 entsteht. So, jetzt haben wir vom F2 zum G2 einen Ganzton. Den kann ich einengen, indem ich den Halbton über Fis noch einbaue. Das heißt, wenn dieses G2 mein Problemton ist, gehen wir über Fis, und wenn ich merke, beim Fis passiert genau das gleiche auch schon, gehe ich wieder nach unten. Setze die Trompete ab, leer Wasser aus, mache ein paar Atemübungen, auch dazu habe ich schon viele Videos gemacht und auch andere Kollegen, und dann gehe ich eben diese Töne wieder an. Nicht zu schnell, aber nicht zu langsam. Ich muss ab einem gewissen Ton natürlich auch zeitnah ankommen, damit die Luft noch reicht und ich wieder nach unten spielen kann, beziehungsweise nicht oben um jeden Tropfen Luft kämpfen muss, sondern auch immer noch weiß, okay, die nächsten 6 Töne nach unten, die kann ich immer noch spielen. Also wir bauen den Halbton ein. Und wenn die Luft am Ende knapp wird, kannst du das Tempo natürlich in der Abwärtsbewegung auch jederzeit erhöhen. Du musst eben ankommen und wieder in diese Entspannung kommen. Du kennst das bestimmt aus dem Krafttraining, beziehungsweise hast du schon mal gesehen, dieses Anspannen und wieder Entspannen. Das heißt, diese Aufwärtsbewegung und die Abwärtsbewegung. Man bleibt immer in gewisser Weise in der Spannung, aber bewegt den Muskel so, dass man nicht fest wird ab einem gewissen Punkt, sondern wieder Bewegung reinkommt. Und beim Trompetespielen ist es genauso. Man macht sich dies zunutze, was man aus anderen Bereichen kennt, und überträgt es auf sein Trompetespiel. Solltest du jetzt bemerken,
dass es immer noch nicht stabil läuft oben und du immer noch den Ansatz zu fest machst, dann verbinde das Ganze mit der Luftführung. Das heißt, wir machen nach oben ein Crescendo. Aber natürlich nicht bis ins Maximum an Lautstärke, sondern ich empfehle dir immer eine Lautstärkenstufe mehr. Maximal 2, aber bleib immer in diesem bewussten, ich führe Luft nach vorne, weil es mich unterstützt und gehe dann auch wieder zurück. Das Problem ist, wenn wir mehr Luft benutzen, um Ton XY zu erreichen, haben wir wieder den Effekt, es muss mehr Luft ins Instrument, aber das nimmt natürlich nur eine gewisse Menge auf. Auch das Mundstück spielt da natürlich einen großen Faktor. Aber wenn ich zu viel reinblase, wird der Hals wieder eng. Die Muskulatur muss sich zusätzlich anspannen, um eben dieser Menge an Luft, die von hinten kommt, standhalten zu können. Also da immer mit Sinn und Verstand und Bedacht rangehen, dass man sich nicht überfordert. Hast du dieses Problem mit dem engen Hals und diesen zu stark angespannten Lippen, dann versuch mal auf diese Art und Weise in deiner Tonlage die Übung in dein Trompetentraining zu integrieren und schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert hat. Das interessiert mich brennend. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.